Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute geht es um die aktive Leecher XP. Erstmal kurz grob erklären, was das ist, wie man sie bekommt und dann noch, ob es ein System dahinter gibt und wenn ja, wie funktioniert dieses System? Also wie kriegt man am längsten sozusagen aktive Leecher XP? Was genau ist das Geheimnis dahinter? Und ja, zu Beginn, aktive Leecher XP gibt es nur, wenn die Party XP-Aufteilung auf Schaden gestellt ist. Wenn die Party XP-Aufteilung auf Level gestellt ist, dann kriegen einfach alle Charakter, abhängig von dem jeweiligen Level, also grob kann man sich das so vorstellen, wenn alle Charakter auf dem gleichen Level sind, kriegen alle genau die gleichen XP. Also ein Monster hat ja einen Erfahrungswert von X und der wird dann einfach durch alle Chars geteilt. Wenn alle auf dem gleichen Level sind, kriegen alle gleich viel. Wenn sie auf unterschiedlichen Leveln sind, kriegen sie natürlich nicht gleich viel, dann ist es unterschiedlich, abhängig vom Level, von der Leveldifferenz und so weiter. Aber grundsätzlich wird die XP von einem Monster einfach durch die Anzahl der Charakter, die eben berechtigt sind für XP, verteilt. Das heißt, aktive Leecher XP kann man nur bekommen, wenn die Party auch tatsächlich auf Schaden gestellt ist. Man sieht auch hier direkt, hier stand ja XP-Verteilung nach Level und hier steht jetzt plötzlich so ein fetter Absatz. Erfahrungspunkte werden anhand der Leistung der einzelnen Gruppenmitglieder aufgeteilt. Die Leistung hängt vom ausgeteilten und erhaltenen Schaden sowie der Heilung ab. Rechtschreibfehler ist auch noch drin oder Grammatikfehler. Genau, da steht eigentlich schon alles, was man wissen muss. Also man muss aktiv am Kampf teilnehmen und deswegen heißt es auch aktive Leecher XP, weil der Leveler oder also normalerweise levelt man ja mit einem Charakter, also der Main Character sozusagen, der ist ja immer im Kampf geschehen. Der kriegt Schaden, der teilt Schaden aus. Ich meine, dass der aktive XP bekommt, steht außer Frage. Ich meine, das ist ja selbsterklärend. Aber wenn ich jetzt hinter mir noch einen Ringmaster herlaufen habe, wie es ja wahrscheinlich 90% von uns machen, ist ja grundsätzlich die Frage, wie kann ich jetzt die XP von dem erhöhen? Weil wenn wir uns jetzt mal seine XP angucken, hier 94,55, Partys auf Schaden. Der hat jetzt nur 0,0002 bekommen, während mein Blade, glaube ich, 0,0025 bekommen hat oder so. Also ein immenser Unterschied. Und ich will natürlich, dass meine M diese XP auch bekommt. Und jetzt habe ich gehealt und plötzlich ist die XP in den 0,001x% Bereich gestiegen. Also wirklich wesentlich höher. Jetzt war es wieder 0,02. Und wenn ich jetzt wieder heale, merkt man uns mal die 72 hier am Ende. Boom, kriegen wir 0,0013 von 72 auf 85 statt von 72 auf 74. Und ja, das ist im Endeffekt die aktive Leecher XP. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht wissen. Grundsätzlich kann man die aktive Leecher XP, wie es hier steht, man kann sie durch Schaden, durch erlittenen Schaden, also durch Tanken und durch Heilung bekommen, nicht durch Buffen. Und ich weiß gar nicht, was gibt es sonst noch für Beispiele. Müsste eigentlich so ziemlich alles abdecken. Also Buffs zählen nicht, es zählt wirklich nur Heilung, Schaden oder Schaden erleiden. Also eine dieser drei Sachen muss man eigentlich machen, sonst kann man sich nicht dafür qualifizieren. So, und jetzt wird aber immer mal wieder im Stream die Frage gestellt, wie lange hält diese aktive Leecher XP? Ja, also was kann man machen, damit das so lange wie möglich hält, dass man jetzt nicht die ganze Zeit heilen muss? Und ich habe jetzt wirklich probiert, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich im Level einfach zu hoch bin mittlerweile und die Monster hier so langsam sterben, dass ich das nicht mehr richtig testen kann, sag ich mal. Aber wenn es ein wirklich, sag ich mal, durchschaubares System dahinter gäbe oder ein einfaches, simples System, dann müsste man es auch hier kontrollieren können. Und die Frage ist halt quasi, jetzt habe ich ja quasi gehealt bei diesem Monster und wie kann ich dafür sorgen, dass ich jetzt beim nächsten Monster nicht nochmal healen muss? Und die Antwort auf diese Frage, die ich bis jetzt gefunden habe, ich kann euch gleich das Ganze an ein paar Beispielen demonstrieren, da sollte dann wahrscheinlich auch kein anderes Ergebnis erscheinen, ist, es geht nicht. Also viele haben immer gemeint, naja, vielleicht hält diese aktive Leecher XP einfach nur für eine gewisse Anzahl an Monstern, aber ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass es einfach ein gewisser Zeitrahmen ist, in dem die Monster sterben müssen. Dass man zum Beispiel mehrere Monster zeitgleich tötet, ist es besser sozusagen für die aktive Leecher XP, als wenn man die Monster nacheinander tötet. Und das sieht man jetzt eben ganz gut daran, also beziehungsweise haben wir gerade gesehen, dass wir eben nur für ein Monster immer diese aktive Leecher XP bekommen und fürs nächste, unabhängig davon, wie schnell oder langsam das jetzt stirbt danach, kriegen wir sie nicht. Ich mache jetzt mal 2 Monster Lowlife oder 3 Monster, dass wir sie richtig schnell hintereinander töten können. Oh, das war knapp, genau. Machen wir sie mal alle so auf unter 20.000, wenn es geht. Das ist echt nicht so leicht zu managen tatsächlich. Mach einfach zu viel Schaden, Kappa.
Gut, es müsste jetzt aber eigentlich reichen. Also die sind jetzt alle 3 low, werden wahrscheinlich mit ein paar Schlägen sterben. Genau, ich mache jetzt Heal Rain. Link Attack, Berserk, heile, heile, heile. Ich höre natürlich auf, bevor ich das erste Monster töte. So, jetzt letzter hier geht raus und boom. Das war jetzt auf jeden Fall aktive Leech XP, das auch und das nicht. Das heißt, und wir haben ja vorher gesehen, für 2 Monster gilt es nicht. Wir haben ja vorher gehealt und es hat nicht für 2 Monster gegolten, weil zu viel Zeit vergangen ist. Jetzt haben wir 3 Monster getötet und für 2 hat es gezählt. Und das, für mich ist das im Endeffekt der Beweis sozusagen, dass es eben nicht für eine gewisse Anzahl an Monstern geht, sondern es hat wirklich nur was damit zu tun, wie schnell tötest du die Monster. Und dieses Zeitfenster genau zu bestimmen, das wird sehr schwierig. Es liegt aber wohl unter 5 Sekunden oder so. Also es wird auf jeden Fall nicht länger sein. Es müssten wohl so um die 5 Sekunden sein. Das heißt, wenn ihr gehealt habt und danach ein Monster tötet, habt ihr quasi 5 Sekunden Zeit oder halt einen gewissen Zeitraum. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass es 5 Sekunden sind, sondern unter 5 Sekunden Zeit so viele Monster töten wie möglich. Und selbst dann stellt sich immer noch die Frage, ob das jetzt wirklich für unendlich Monster auch zählen würde. Also wenn ich jetzt wirklich mal eine rein theoretische AOE machen würde mit literally 100 Monstern, würde es dann auch zählen? Das ist natürlich noch eine große Frage, aber das ist halt wirklich extrem schwierig zu testen. Und ja, also das ist ein bisschen komplizierter. Auf jeden Fall, das ist schon mal die Quintessenz. Und dann hat letztens noch jemand gefragt, gut, also grundsätzlich versteht man das System, aber dann hat man jetzt wohl beobachtet, dass es Leute gibt, die dann statt Heal Rain zum Beispiel Circle Heal benutzen oder das normale Heal. Und dann haben halt manche Leute die Vermutung angestellt, oder jemand hat die Vermutung angestellt, dass dann vielleicht es auch am Heal liegt, wie lange das gilt. Und auch das können wir jetzt gerne nochmal testen. Habe ich auch gemacht. Ich habe keine Veränderung bemerkt. Ich habe jetzt einmal Circle Heal gedrückt. Ich drücke es nochmal. Das waren jetzt auf jeden Fall aktive XP. Und jetzt haben wir 0,003. Und gut, das dauert jetzt tatsächlich relativ lang. Ja, hat trotzdem nicht fürs zweite Monster gegolten. Das heißt, auch hier ist es, wenn überhaupt, ein Zeitraum. Ob dieser Zeitraum länger ist, können wir jetzt wieder mit diesen 3 Monstern testen. Ups, das war ein bisschen wenig. Oh, das war knapp. Genau, jetzt, upsie, brauche ich den Agro. Den anderen Agro brauchen wir auch noch. Stopp. Und dann, ach, meine Güte, da merkt man einfach, wie krank man Portbugs in dem Game hat. So. Okay, sind alle 3 wieder low. Wir machen das. Junge, Alter, was habe ich gerade für geistesgestörte Portbugs, Alter? Was geht eigentlich ab? Ich töte jetzt mal schnell das 4. Monster, weil nicht, dass ich jetzt noch sterbe. 4 Kraken tanken ist tatsächlich gar nicht so leicht, wie es aussieht. So. 3 Monster, die alle Lowlife sind. Wir machen wieder alles an. Genau. Dann Circle Heal. Ich mache das gleiche wie vorher. Und letztes hier geht raus. Wir haben 18. Die ersten beiden haben auf jeden Fall aktive XP gegeben und der dritte hat wieder keine aktiven XP gegeben. Ich behaupte jetzt einfach mal, der Zeitraum war fast der gleiche wie vorher. Also auch hier für 2 Monster hat es gegolten. Fürs dritte schon nicht mehr. Was waren das? 2,5, 3 Sekunden oder so? Also ihr merkt, auch hier wieder das Gleiche. Hat sich eigentlich nichts geändert. Und das können wir das Gleiche natürlich noch mit Heal machen, damit wirklich jeder zufrieden ist. Und die Verschwörungstheorie können wir dann wieder abblasen, dass irgendwie Circle Heal besser für die aktive Leech XP sei als Heal Rain. Also ich finde das eine interessante Vermutung. Mist. Eine interessante Vermutung. Aber da ist einfach nichts dran. Also ich habe es, wie gesagt, ausgiebig getestet hier. Ich habe auch ein bisschen mit meinem Elementor getestet. Und ich habe da einfach nichts beobachten können, was da irgendwelche Unterschiede bestehen. So, jetzt sind alle 3 wieder low. Jetzt machen wir Heal, normales Heal. Link Attack ist abgelaufen. Berserk. Genau, okay. Und Stopp. Wir haben 47. Erste beide haben XP gegeben. Oh, und das dritte hat auch XP gegeben. Okay. Das kann jetzt aber wirklich nur Zufall gewesen sein, weil die ein bisschen lower waren als vorher. Ich glaube, die waren jetzt alle bei 30.000. Vorher hatte ich immer noch eins bei 100.000. Würde ich sagen, wiederholen wir den Versuch nochmal, indem wir mindestens einen Mob bei knapp 100.000 lassen. Weil die waren jetzt wirklich, die ersten beiden sind legit mit einem Schlag gestorben. Das war vorher tatsächlich nicht so. Nicht, dass wir jetzt hier einen unfairen Vorteil haben. Jetzt haben wir gleich eins bei 30.000, eins bei 80.000. Jetzt sind die wieder relativ low. Ja, machen wir wirklich mal eins mit 100.000. Eins mit 80.000, eins mit 100.000, eins mit 40.000 oder 30.000. Verdammt nochmal. Hör auf, so viel Schaden zu machen. Das ist ja unglaublich. Ja, okay, jetzt würde ich sagen, passt. Gut, dann machen wir das Ganze nochmal.
So, 92 haben wir. Am ersten brauchen wir gar nicht kontrollieren. Zweites hat auch gegeben. Und das dritte hat nicht mehr gegeben. Habt ihr das gesehen? Der Unterschied ist was, eine halbe Sekunde, vielleicht eine Sekunde, literally 1 oder 2 Hits von meinem Blade entscheiden darüber, ob das dritte Monster XP gibt oder nicht. Und es liegt nicht daran, ob ich Heal, Circle Heal oder Heal Rain benutze. Es liegt lediglich daran, wie viel Zeit vergeht zwischen den Kills. Und die Quintessenz, die man daraus ziehen kann, wenn einem aktiver Leech XP wirklich wichtig ist, wenn man wirklich sagt, mein RM soll bei jedem Monster aktive Leech XP bekommen, ich will, dass mein RM viel XP bekommt beim Leveln, ja, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als einfach durchzuhealen. Weil dass ihr alle Monster zeitgleich tötet oder in der Spanne von literally, ihr seht es ja selber, 1, 2, 3, whatever Sekunden, also 5 ist viel zu viel, das sind definitiv nicht 5, unter 5, das ist einfach unmöglich. Ja? Also ich meine, sicherlich, wenn man extrem gutes Equipment hat oder beim AOEen oder so, dann ist das schon durch, wobei beim AOEen, zumindest bei Face Tank, geht man ja nicht sowieso durch, da ist das eigentlich relativ egal. Aber, also da ist ja immer eine M aktiv am Heal normalerweise, also da erübrigt sich das eigentlich, das Thema. Aber vom Prinzip her, versteht ihr, glaube ich, was ich meine. Also es spielt jetzt wirklich keine Rolle, welches Heal ihr benutzt und es spielt auch eben keine Rolle, ja, dass ihr sagt, ich muss jetzt hier unbedingt so viel Schaden wie möglich machen oder so, damit mein Heal, damit meine M nur mit einmal Healen möglichst für viele Monster XP bekommt und so oder mehr XP bekommt. So funktioniert es einfach nicht. Ja? Also wenn ihr wirklich sagt, das ist mir wichtig, dann muss man einfach durchgehend healen, beziehungsweise so habe ich auch immer gemacht, wenn ich meinen Blade gelevelt habe. Das ist zwar nicht häufig vorgekommen, aber ein paar Mal habe ich es gemacht tatsächlich. Ich habe halt einfach bei jedem Monster einmal Heal gedrückt. Das ist ja normalerweise so, du drückst ja eh öfter GT oder whatever, ja, wobei, gut, das war es eigentlich auch schon, was du jetzt öfter drückst beim RM. Und ja, dann drückst du halt jedes Mal auf jeden Fall nochmal Heal und grundsätzlich bei jedem Monster halt einfach einmal Heal drücken. Damit geht man wirklich auf absolut Nummer sicher, dass man für jedes Monster diese aktive Leech XP bekommt. Anders geht es nun mal nicht. Ja, anders kann man es niemals garantieren, weil es eben nicht für eine fortgeschriebene oder festgeschriebene Anzahl an Monstern gilt, sondern lediglich für diesen kurzen Zeitraum. Und das ist im Endeffekt das, was ich heute nochmal demonstrieren wollte. Weil wie gesagt, die Frage kommt tatsächlich relativ häufig. Ist jetzt natürlich eigentlich relativ selbsterklärend, wenn man es selber ein bisschen ausprobiert. Aber ich dachte mir, es ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee für ein Video. Also das heißt auf jeden Fall für die Leute, die jetzt diese Verschwörungstheorie vielleicht hatten oder sich gedacht haben, da ist vielleicht irgendwas im Busch oder so. Also nach dem, was ich jetzt hier im Video demonstriert habe und getestet habe, nein. Also es spielt wirklich nur eine Rolle, wie schnell töte ich die Monster nacheinander. Und die Art des Heals spielt auf jeden Fall keine Rolle. Und letztendlich, wie gesagt, wenn man Wert drauf legt, einfach bei jedem Monster healen, dann wird man auch immer diese aktive Leech XP bekommen. Das war's. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich auf jeden Fall sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.